Leite das in die Wege. Liebste Marlene, gestern habe ich realisiert, dass wir nicht einfach Freundinnen sein können. Vielmehr, ich kann es nicht. Es ist wahr, was du vermutet hast. Ich habe mich in dich verliebt. Ich habe keine Affäre. Wieso glaubst du mir das denn nicht? Weil ich kein Idiot bin. Stofflieferung aus Mailand. Ich habe keine Ahnung. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Ich komme gleich in die Firma und schaue mir die Proben an. Ja, sagen Sie der Schnittmeisterin Bescheid. Danke. Becky, hast du mal eine Sekunde? Wenn du Marlene suchst, die ist da wieder raus. Ja, ich weiß, deswegen will ich auch mit dir sprechen. Du bist ihre beste Freundin. Ja, und? Ich habe Teile von einem Brief an Marlene gefunden und... Ein Brief. Ja, und in der Anrede stand, liebste Marlene. Findest du das nicht ziemlich eindeutig? Tristan. Ich muss dir was sagen. Was hat sie dir über Christian und sich erzählt? Was? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Christian hat diesen Brief geschrieben, davon reden wir doch die ganze Zeit. Und den hast du gelesen? Nur den Anfang. Aber der ist ja wohl ziemlich eindeutig. Aber Christian ist doch schwul, der ist mit Olli verheiratet. Ja, aber Marlene wäre nicht die erste Frau und das weißt du. Nein, trotzdem liegst du da völlig falsch. Rebecca, du kennst mich. Ich liebe Marlene und ich bin, weiß Gott, kein Moralapostel, aber wir haben in den letzten Monaten so um das Vertrauen zwischen uns gekämpft. Ich will einfach nicht, dass jetzt alles kaputt geht, nur weil sie nicht ehrlich zu mir ist. Und sich das wirklich antun? 100% von diesem Laden hier? Ich will den ganzen Kuchen, jeden Krümel. Tanjas Anteile reichen mir nicht mehr. Ist das ein Problem für Sie? Warum sollte es? Weil die Hälfte dem Gremium gehört und zu Ihrer Familie haben Sie nicht gerade den besten Draht. Wissen Sie was? Alles hat seinen Preis. Und zum Glück habe ich die Mittel, ihn zu bezahlen. Sie schon mal neue Visitenkarten drucken. All das wird bald wieder Ihnen gehören. Und was hat die Polizei gesagt? Gesagt? Gesagt wozu? Ansgar, du hast die Aufnahmen doch gesehen. Du kannst meine Unschuld bezeugen. Na und? Das ist doch kein schlagender Beweis, vor allem nicht, wenn es um Mord geht. Ansgar, du hast doch die Festplatte, oder? Der Krähe hat gemerkt, dass da irgendwas faul ist. Sie hat den Deal platzen lassen. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Du lädst dich bei ihr zum Tee ein und schaffst es nicht, ihr dieses Ding abzunehmen? Nicht mal das? Tanja, jetzt mach mal halblang. Ich habe nicht darum gebeten, ihr deine letzte Hoffnung zu spielen. Danke, ich bin geliefert. Du kannst dieses dämliche Geständnis doch bestimmt widerrufen. Dann komm ich ja wohl trotzdem nicht raus. Es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit. Clarissa stellt eine neue Bedingung. Sie will LCL. Du hast ihr meine Teile bereits angeboten. Tanja, deine Anteile sind 50%. Dummerweise ist der Preis eben jetzt gestiegen. Die anderen 50% gehören Lahnstein Enterprises. Ansgar, das Gremium wird sich niemals auf diesen Deal einlassen. Das lass mal meine Sorge sein, okay? Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Hauptsache, du holst mich hier raus.
warte doch mal. Es gibt nichts zu reden. Tristan glaubt, dass du ihn betrügst. Ja, und vor allem glaubt er, dass ich ihn anlüge. Ich hoffe, du hast ja recht, was du wolltest. Ich wollte doch... Was? Du musstest mir ja unbedingt diesen Brief schreiben und ihn Christian geben und mir deine Gefühle mitteilen. Ich wollte doch nur... Dein Gewissen erleichtern? Ich hoffe, es geht dir jetzt besser. Ich liebe Tristan. Und ich muss ihn deinetwegen anlügen. Hast du auch nur die geringste Vorstellung, wie sich das für mich anfühlt? Ich wollte dir wirklich keine Schwierigkeiten machen. Das hast du aber. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ludwig. Dauert nicht lang. Tanja ist unschuldig. Ich habe mit eigenen Augen das Überwachungsvideo gesehen. Es beweist eindeutig, dass Sonja Jägers Sturz ein Unfall war. Warum erzählst du mir das und nicht der Staatsanwaltschaft? Weil ich die Beweise nicht habe. Und wer hat sie? Clarissa hat sie. Und sie ist auch bereit, sie rauszurücken gegen eine kleine Gegenleistung. Die da wäre? Linie Clarisse Lahnstein. Die komplette Firma. Tanja hat mir ihre Anteile schon überschrieben. Tanja gehören nur 50% der Anteile. Der Rest gehört Lahnstein Enterprises. Dann weißt du jetzt ja, was ich von dir will. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dir das Gremium 50% von Linie Clarisse Lahnstein abtritt? Was springt denn für dich dabei heraus? Nichts. Nichts. Für wie naiv hältst du mich eigentlich, hm? Ludwig, du hast doch selbst lang genug im Gefängnis gesessen, unschuldig, während deine Kinder ohne dich aufgewachsen sind. Egal, was es kostet, ich werde es bezahlen. Für Tanja? Für meinen Sohn. Ich hab's ihm versprochen. Christian? Hallo? Nächstes Jahr gehen wir nicht nur in New York, sondern auch in Baltimore und Kentucky an den Start und dann holen wir uns noch den Triple Crown. Was? Jetzt freu dich doch erstmal, dass du das Belmont Stakes Rennen gewonnen hast. Marlene! Bist zurück. Ich habe das Rennen gesehen. Fantastisch. Ja, ich erzähle dir später alles. Jetzt muss ich erstmal zu Hagen und meinen Mann zu Boden knutschen. Wir sehen uns beim Spargelessen, ja? Oh Gott, das habe ich total vergessen. Zum Glück hat das Mama nicht gehört. Tschüss. Oh. Du siehst auch so aus, als könntest du mal wieder eine Trainingseinheit gebrauchen, hm? Tristan hat gesehen, wie du mir Rebekkas Brief gegeben hast. Und jetzt denkt er, dass der von dir ist. Und jetzt soll ich das bestätigen, oder was? Nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Der denkt ja jetzt schon, dass da zwischen uns was läuft. Er weiß aber schon, dass ich mit Olli zusammen bin. Gott. Das wird ja immer absurder. Marlene, du musst Tristan endlich sagen, was Sache ist. Ich soll Rebekka verraten? Ja, was? Willst du Tristan weiter anlügen? Hab ich eine Wahl? Na gut, willst du, dass er selber drauf kommt? Die Handschrift seiner Schwester sollte er ja kennen. Ich werde Rebekka jedenfalls nicht vor ihrem Bruder in die Pfanne hauen. Ja gut, das kann ich verstehen. Aber willst du den beiden weiter was vormachen? Marlene, du musst dich endlich entscheiden. Auch wenn du es damit nicht jedem recht machen kannst. Mit diesem Stoff will ich nicht mal eine alte Kleidertonne füllen. Mir hat er gefallen. Das liegt an ihrer Herkunft. Die russische Metropole ist nicht gerade das Mekka der Mode. Ich verstehe Ihre schlechte Laune nicht. Sie müssten noch einen Grund zum Jubeln haben. Bald gehört das alles zu 100% Ihnen. Ja, das ist es ja gerade. Es läuft alles viel zu glatt. Das macht mir schlechte Laune. Tut es das? Kann Graf Lahnstein wirklich so einfach das Gremium davon überzeugen, ihm die restlichen 50% zu überschreiben? Also in einem muss ich Ansgar recht geben. Seine Familie hasst Tanja. Sie würde sie lieber heute als morgen davonjagen. Rebekka ist die Einzige, die sich für Mode interessiert. Allen anderen würde es doch leicht fallen, sich von der Firma zu trennen. Dann verstehe ich Ihre Zweifel immer noch nicht. Irgendetwas wird sich Ansgar einfallen lassen, um mich über den Tisch zu ziehen. Ich weiß nur noch nicht was.
packst? Ja. Heute Nacht hast du dein Bett mal wieder für dich allein. Ich werde zu Hause übernachten. Ich dachte, wir reden noch mal. Ja, weißt du, heute Abend ist doch unser traditionelles Spargelessen. Und die Sauce Hollandaise von meinem Vater ist wirklich ein Gedicht. Außerdem ist Dana wieder zurück. Und dieses traditionelle Spargelessen, das fällt dir erst jetzt ein? Ja, nein, um ehrlich zu sein, ich habe es total vergessen. Aber zum Glück hat Dana mich vorhin daran wieder erinnert. Und ich bin wohl nicht eingeladen. Wer bezeichnet denn diese Familientradition immer als Spießbürgerkram? Marlene, irgendwann müssen wir reden. Es ist nur eine Nacht. Mach jetzt bitte kein Drama draus, ja? Du machst das Drama, indem du dich ständig einer Aussprache Weil das Thema für mich erledigt ist. Wieso vertraust du mir denn nicht? Weil du aufgehört hast, mit mir zu reden und ich möchte wissen, warum. Tristan, ich muss mich jetzt wirklich ranhalten. Ja, wir sehen uns morgen. Bis dahin, mach's gut. Christian? Christian? Na, da hatte wohl jemand dieselbe Idee wie ich. So einem herrlichen Tag sollte man ausreiten. Oder man bucht sich ein Doppelzimmer Deluxe für eine Übernachtung mit Frühstück mit seiner Affäre. Du hast wieder eine Affäre. Beantwortet das deine Frage? Oh. Gebucht auf Christian Mann. Marlene ist eben abgehauen. Angeblich bleibt sie über Nacht bei ihren Eltern zum Spargelessen. Spargelzeit, ne? Und? Also, wenn da was wäre zwischen Christian und Marlene, was dann? Ich meine, ich würde sowas mittlerweile nicht mehr tolerieren, aber du warst immer der Typ, der mit einem Seitensprung leben konnte. Warum ist sie nicht einfach ehrlich zu mir? Ich schicke Ihnen die Unterlagen dann zu, sobald die Rechtsabteilung sie freigegeben hat. Vielen Dank. Wiederschauen. Wiederschauen. Sie haben noch nichts dagegen? Den Tisch überlasse ich Ihnen gerne, aber auf mich werden Sie leider verzichten müssen. Ach, schade. Ich ziehe es eigentlich vor, meinen Tee in Gesellschaft zu nehmen. Wie geht es eigentlich Sonja Jäger? Sie haben doch sicherlich Kontakt zu Ihrer Schwester. Unverändert. Und mit jedem Tag sinken Ihre Chancen, jemals aus dem Koma wieder aufzuwachen. Was für ein Schicksal. Wenigstens wird die Verantwortliche bald angemessen bestraft. Noch ist Tanja nicht verurteilt. Sie zweifeln doch nicht etwa daran. Sie hat niemanden mehr, der zu ihr steht. Weder in der Familie noch in der Firma. Tja, so ist das nun mal im Leben. Selbst Ansgar, mit dem sie ein Kind verbindet, tut alles dafür, dass sie rechtmäßig bestraft wird. Das glauben Sie ja wohl selbst nicht. Natürlich glaube ich das. Ansgar will, dass Tanja für den Mordanschlag an Sonja Jäger verurteilt wird. Ach, und deshalb stellt er ihr seinen besten Anwalt zur Seite? Das nenne ich mal eine interessante Logik. Nein, da müssen Sie was falsch verstanden haben. Der Anwalt vertritt Ansgar nur als Nebenkläger. Der war gut. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um sie rauszuhauen. Weil er das nämlich seinem Sohn versprochen hat. Schönen Tag noch. So ist das also. Ansgar ist es doch völlig egal, ob jemand schuldig ist oder unschuldig. Hauptsache, er profitiert. In diesem Fall will er wahrscheinlich als Held vor seinem Sohn dastehen. Oder es geht gar nicht um Hannes oder Tanja. Vielleicht arbeitet er mit Clarissa zusammen. Das wäre möglich. Das Problem beim Ansgar ist, dass man ihm einfach nicht trauen kann. Ich störe eure traute Zweisamkeit ja nur ungern. Tun Sie aber. Schön, dass sie eingeweiht ist. Ansgar, ich habe dir gesagt, dass ich dir Bescheid gebe, wenn ich mich entschieden habe. So lange kann ich aber nicht warten. Immerhin besteht die Möglichkeit, dass Clarissa die Aufnahmen vernichtet. Also gut. Wenn Tanja wirklich unschuldig ist, werde ich mich im Gremium für deine Angelegenheit einsetzen.
Aber ich will Beweise. Wie stellst du dir das denn vor? Ich habe dir doch erklärt, dass ich die Aufnahmen erst bekomme, wenn LCL an Clarissa überschrieben ist. Bring mir Beweise, sonst rühre ich keinen Finger. Schön. Ich bring den Beweis, du kümmerst dich ums Gremium. Diese Buchung beweist überhaupt nichts. Schon immer überlegt, dass Christian Olli einfach nur überraschen wollte? Olli ist gerade in der Karibik und lässt sich in Rebekkas Badehosen fotografieren. Und wenn die beiden sich treffen wollten, dann ja wohl zu Hause in ihrer Wohnung. Andere Paare haben auch einen Sinn für Romantik. Ja, Olli vielleicht, aber Entschuldigung, Christian, der Naturbursche. Du Snob. Und jetzt hör mir mal gut zu. Das mit Marlene ist etwas Besonderes. Deine eigenen Worte. Das sagt man immer, wenn man die rosarote Brille auf hat. Kann man nicht irgendwas dagegen machen? Du tust schon ganz viel, du merkst es nur nicht. Kaum durch deine Therapie hast du dich mittlerweile viel besser im Griff. Früher wärst du auf Christian losgegangen. Ich komme mir trotzdem vor wie ein Blinder auf dem Hochseil. Mein Bruder, der große Überflieger. Genial mit Zahlen, ein brillanter Kopf. Aber wenn es um Emotionen geht, der totale Analphabet. Man soll einfach bei dem bleiben, was man gelernt hat. Ja, dann lerne Marlene zu vertrauen. Lass los. Du kannst nicht alles kontrollieren in deinem Leben. Und mit deiner Eifersucht tust du niemandem einen Gefallen. Am allerwenigsten dir selbst. Was ist eigentlich mit euren Männern? Kommen die auch zum Spargelessen? Ja, Emilio freut sich schon riesig drauf. Der hat noch nie deutschen Spargel gegessen. Nee, Tristan, der hat noch einen wichtigen Termin. Ach, wie schade. Und wie läuft's bei LCL so? Revolutionierst du den Laden schon? Ich bin dabei. Eigentlich arbeite ich für die von Anstetten, aber am liebsten habe ich was mit Rebecca zu tun. Früher waren wir befreundet und jetzt ist sie meine Chefin. Ich gehe schon. Geht's dir ein bisschen besser? Du, Hallo. Hast du vielleicht 5 Minuten? Das hier hast du vorhin auf der Straße verloren. Ich kann wirklich verstehen, dass du sauer auf mich bist. Der Brief und dann den ganzen Ärger, den du mit Tristan deswegen hast. Du hattest recht. Ich habe wirklich nur an mich gedacht und wollte mir alles von der Seele schreiben. Das war echt unfair. Ich hätte einfach wissen müssen, wie du reagierst und dass dir das alles nichts bedeutet. Aber ich vermisse dich als gute Freundin. Können wir nicht einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Also bevor alles so kompliziert wurde. Rebecca, hallo. Wir machen gerade Spargel. Kommen Sie doch rein und essen mit. Es ist genug für alle da. nein, Rebecca hat noch einen wichtigen Termin. Sie hat mir nur schnell was gebracht. Das ist ja schade. Aber dann vielleicht ein anderes Mal. Tschüss. Ja, dann mach's gut. Du auch. So, ihr könnt dann alle kommen. Jo. Okay? Ja, ja. Hagen? Ja. Dankeschön. Mach dir mal nicht so dick hier. So. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, euch endlich mal wieder alle um einen Tisch zu bekommen. Große Runde. Also, auf die Familie. Auf die Familie.
Schade, dass Tristan nicht kommen konnte. Naja, immerhin sind wir keine eineigen Zwillinge. Von uns hat jeder noch ein eigenes Leben. Ich hol mal Wasser her. Da hat wohl jemand Stress. Das ist also der berühmte deutsche Spargel, ja? Ein bisschen mickrig, oder? Ein bisschen mickrig. Ich glaube, exakt. In Spanien sind die Stangen doppelt so lang und doppelt so dick. In Spanien. Ich glaube, da wachsen ja auch neben dem Atomkraftwerk. Das ist die Mailbox von Rebecca von Lahnstein. Nach dem Signalton können Sie mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Hi, ich bin's, Marlene. Ich... Wo willst du denn so rum? Entschuldigt bitte, ich muss noch mal kurz weg, ja? Aber ich meine, das Essen ist doch jetzt gerade fertig. Mama, ich muss was klären, das sich wirklich nicht verschieben lässt, okay? Tschüss. Okay, sie kommt. Also, schön zuhören. Frau von Anstetten, wie schön, dass Sie es einrichten konnten. Sie werden es nicht bereuen. Hoffentlich. Darf ich Ihnen ein Aperitif vorwegbringen? Champagner. Auf den Herrn? Die Salome ist eine meiner Lieblingsopern. Ich habe einen ausgezeichneten Platz. Na klar, was sonst? Ja, ich wollte Sie noch mal wegen Tanja sprechen. Ich habe gehört, Sie haben ihr einen Top-Anwalt besorgt. Ja, von Krieger. Ich habe ihn nur beauftragt, damit sie mir vertraut. Ludwig ist inzwischen so weit, dass er mir glaubt, dass Tanja unschuldig ist. Er ist bereit, das Gremium dahingehend zu bewegen, dass es ihn die restlichen 50% der Firma überschreibt. Wo ist der Haken? So, der Aperitif. Möchten die Herrschaften noch was essen? Wir haben Dorade mit... Mann, passen Sie doch auf. Schon gut. Ja, ich kümmere mich drum, danke. Wir melden uns, wenn wir was brauchen. Kommen Sie zur Sache. Ja, also, sobald Ludwig sieht, dass die Aufnahmen der Überwachungskamera beweisen, dass Tanja unschuldig ist, gehört die Firma Ihnen. Von welchen Aufnahmen reden Sie? Bitte? Hören Sie, das langweilt mich jetzt. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich brauche eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt von dem Überwachungsband. Also Sie müssen nicht gleich alles aus der Hand geben. Es muss nur klar zu erkennen sein, dass der gesamte Unfall von Sonja Jäger aufgezeichnet wurde. Ich soll Beweise fälschen. Das haben Sie sich ja schlau ausgedacht. Was soll der Quatsch? Wir wissen doch beide, dass es diese Aufnahmen gar nicht gibt. Entschuldigen Sie mal, ich habe die Aufnahmen selbst gesehen. Das war wirklich ein verlockendes Angebot. Die Firma gegen die Beweise. Aber ich kann das wirklich nicht verantworten, dass Tanja ungestraft davonkommt. Und deswegen kann ich nicht behaupten, dass es diese Beweise gibt, wenn das gar nicht stimmt. Ich würde ja nun einiges tun, um meine Firma zurückzubekommen. Aber Betrug, das kommt nicht in Frage. Wenn ich mich beeile, schaffe ich noch die dritte Szene. Wie oft denn noch? Der einzige Deal, den ich mit ihr habe, ist, sie gibt mir die Aufnahmen und bekommt dafür LCL. Und sie hat die Aufnahmen. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Warum hat sie Ihnen die Aufnahmen dann nicht gegeben? Sie würde auf einen Schlag ihre Firma zurückbekommen. Genau, das wollte sie immer. Sie hat das Telefon gesehen. Sie hat gesehen, dass ich ihr eine Falle gestellt habe. Wie auch immer, Ansgar. Du hast uns keine Beweise geliefert, sondern ein langweiliges Hörspiel aus dem Schneiders. Liebe, Liebe, Liebe. Na toll. Justus, ich brauche nichts, danke.
Ich habe versucht, dich anzurufen. Ich war unter der Dusche. Ich war vorhin wirklich eklig zu dir und ich kann auch verstehen, dass du nicht ans Telefon gehst. Aber Du, hast du mir nicht zugehört? Ich bin nicht rangegangen, weil ich das Telefon nicht gehört habe. ich muss dir noch was sagen. Eigentlich ist zwischen uns doch alles gesagt. Nein, das sehe ich anders. Bitte, ich möchte mir nicht noch mal eine Abfuhr anhören. Ich habe eine Grenze überschritten und das auch verstanden. Also lassen wir es gut sein, okay? Deshalb bin ich nicht hier. Bitte. Erwartet ihr noch jemanden? Nö. Ich kenne keinen. Guten Abend, Frau Wolf. Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte zu Marlene. Marlene ist nicht da, aber kommen Sie doch trotzdem rein. Danke. Aber ist denn heute nicht Ihre große Spargelparty? Ja. Also Marlene war da, aber dann ist sie plötzlich weg. Kann es sein, dass Sie sich gestritten haben? Also Sie sind bestimmt nicht der Einzige, dem es leid tut. Marlene ist bestimmt schon auf Königsbrunn und wartet auf Sie. Na dann, einen schönen Abend noch. Danke. Tschüss. Ich will dir sagen, dass ich dich vermisse. Als Freundin, Rebecca, als gute Freundin. Es klang vorhin aber anders. Weil ich blöd war. Ich will diese Freundschaft. Und zwar genau so, wie du sie mir angeboten hast. Ich habe auf dieses ewige Hin und Her keine Lust mehr, Marlene. Dafür möchte ich mich ja auch wirklich entschuldigen. Vielleicht sollten wir wirklich akzeptieren, dass unsere Freundschaft vorbei ist. Warum? Wir haben uns so gut verstanden. Ja, bis ich anfangen musste, meine Gefühle zu verbergen. Mein Gott, ich war gestresst wegen Tristan, weil er glaubt, dass ich was mit Christian habe und ich ihm nicht die Wahrheit sagen kann. Du bist seine Schwester. Soll ich dich verraten? Ja, ich hätte dich nicht in diese Situation bringen sollen. Du warst ehrlich, das ist schon okay. Woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Vorhin, als ich dich so abgebügelt habe, da ist mir klar geworden, wie viel du mir bedeutest. Ich kann das einfach nicht mehr. Immer einen Schritt vor, dann wieder zwei zurück. Ich halte das nicht mehr aus. Es tut mir leid. Ich wollte dich wirklich nie verletzen. Doch, heute wolltest du das. Aber ich kann es dir nicht mehr übel nehmen. Aber kümmere dich doch jetzt bitte um deine Beziehung zu Tristan und vergiss einfach, was ich dir über mich und meine Gefühle gesagt habe, okay? Rebecca, nein, wir sollten es wirklich dabei belassen. Geh jetzt bitte. Marlene? Justus, was machen Sie denn da? Bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe unglücklicherweise einen Knopf verloren. Und den suchen Sie jetzt in meiner Suite? Nicht ausschließlich. Immerhin kann ich meine Suche auf diese Etage eingrenzen. Darf ich die Blumen vielleicht in die Vase stellen? Ich nehme an, sie sind für Frau von Lahnstein. Sie wird sich sicher sehr darüber freuen. Sagen Sie, haben Sie Frau von Lahnstein zufällig bei Ihrer Suche irgendwo gefunden? Ich habe sie seit heute Nachmittag nicht mehr gesehen. Sind Sie sicher, dass sie zwischendurch nicht zurückgekommen ist? Natürlich. So ein Idiot. Welchen Teil von Geh bitte hast du nicht verstanden? Ich kann nicht. Nicht so im Streit. Such dir doch einfach eine andere Freundin. Was soll daran so schwer sein? Weil keine andere so ist wie du.
Marlene, das mit uns beiden, das geht nicht. Wir können keine Freunde mehr sein. Warum denn nicht? Das weißt du ganz genau. Du kennst doch den Brief. Ich habe dir alles geschrieben. Vielleicht ist dir das noch nicht aufgefallen, aber ich habe auch meine Grenzen und die sind jetzt erreicht. Wenn wir so weitermachen, dann... Es tut mir so leid. Ich wollte dich wirklich nie verletzen. Dann geh jetzt. Ich kann nicht. Ein Whisky ohne Eis. Schreiben Sie es einfach auf mein Zimmer. Die Nummer hatte ich gerade noch im Kopf. Ihr Name genügt mir vollkommen. Mann, Christian Mann. So, die Media Harbor Suite. Wenn Sie mir dann noch hier quittieren würden. Natürlich. Gleich, okay? Die alte Schabracke ist hinter meinen Plan gekommen. Was ist mit den Aufnahmen aus der Überwachungskamera? Ich musste doch Ludwig einen Beweis liefern, dass Clarissa diese Aufnahmen hat. Dann war da dieser dämliche Kellner und... Frag nicht, okay? Tanja, mein Anwalt wird sein Bestes tun. Komm schon, Ansgar, spar dir die Floskeln, dafür kennen wir uns zu lange. Ich werde Emma nie wiedersehen. Sebastian wird sich scheiden lassen. Hannes wird mich für immer hassen. Sebastian, dieser Idiot, den Ernst der Lage nicht kapiert, das war doch vorauszusehen. Warum musst du diesen Trottel auch heiraten? Komm. Ist doch wahr. Tanja, Hannes wird dich niemals hassen. Das verspreche ich dir. Wenn Träume wirklich sind, dass es sich so anfühlt, als ob Licht den Tag berührt. Es hat was vom Leben in diesem Moment, wo es mich verführt. Die Kraft, die es will, am Tag kannst du spüren. Wir sehen endlos weit, auf Wolken verzaubert. Sehnsucht vereint, trägt sie uns so grenzenlos.
will mit Marlene reden, sofort. Was, Marlene? Marlene ist nicht hier. Lass uns das hier endlich beenden. Das ist einfach nur würdelos. Worum geht's denn? Habe ich was verpasst? Ich würde so gern suchen, ob's in dieser Welt eine weitere gibt. Ich kann schon Olli? sehen, Tristan? was vor mir liegt. Wir sehen endlos weit, auf Wolken verzaubert. Sehnsucht vereint, trägt sie uns so grenzenlos. Wir sehen endlos weit, auf Wolken verzaubert. To